Wir zeigen euch heute, Franco, wie man Gnocchi macht. Und wie müssen diese Gnocchi sein? Ja, die müssen richtig italienisch sein, das heißt al dente. Und woher hast du das Rezept? Ja, also eigentlich habe ich gar kein Rezept. Meine Mama hat die immer gemacht und einmal habe ich sie gefragt, aber hör mal, Mama, ich muss wissen, wie du die machst, gib mir das Rezept. Dann hat sie gesagt, okay, du kannst mir zuschauen und aufschreiben. Sie hat mir nichts gesagt. Ich habe gefragt, wie viele Kartoffeln brauche ich, wie viel Mehl, wie viel Salz, was braucht das alles. Sie hat einfach gemacht und ich habe dann hinterher alles aufgeschrieben. Ich bin Vivi Kocht, oder besser gesagt, ich bin Vivi, Foodbloggerin und... Ich bin Franco Supino. Ich bin Schriftsteller und Dozent an einer pädagogischen Hochschule und ich liebe das Essen und das Trinken. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die besten Gnocchi der Welt machen könnt. So, Franco, du bist aus dem weiten Weg aus Solothurn hierher nach Zürich gefahren, um mir heute diese Gnocchi zu zeigen. Ja, so weit weg ist es gar nicht. Wie weit ist es denn mit dem Zug? Ja, eine Stunde. Und dann muss man noch zum Bahnhof kommen und hier muss man noch zu dir kommen. Aber so, eine Stunde. Also super. Und dieses Rezept hast du von deiner Mutter? Ja. Ja, also sie hat die immer gemacht, diese Gnocchi. Ich weiß gar nicht, wo sie das gelernt hat. Ich glaube nämlich, die Gnocchi, die sie bei sich zu Hause gekocht hat oder die sie da gegessen hat, die waren gar nicht mit Kartoffeln. Ich glaube, die hat das irgendwann selber irgendwie so entwickelt. Die waren gar nicht mit Kartoffeln? Mit was kann man Gnocchi denn noch machen? Ja, also die heißen dann halt nicht Gnocchi, das waren eigentlich die Orecchiette. Hat sie gemacht, ja, aus Semola, also aus Hartweizengrieß. Das sind eigentlich die neapolitanischen Gnocchi. Ach, und das macht man aber dann, ich habe einmal einen Stupser bekommen, weil ich habe die Orecchiette mit Eier gemacht. Und das ist völlig falsch. Das ist völlig falsch, ja. Die sind nämlich gelb, nicht wegen den Eiern, sondern wegen dem Mehl, das so absolut gelb ist. Aha, okay. Ja, ich habe es mit nichts zu tun. ich habe es mit normalem Mehl. So, was braucht man denn für die besten Gnocchi der Welt jetzt? Ja, eigentlich braucht man ein feines Händchen, aber abgesehen davon Kartoffeln. Ich habe Mama gefragt, was brauche ich, mehlig oder nicht mehlig, oder hartkochende, wie heißt die, hartkochende? Festkochend. Festkochend, ja, genau, festkochend. Sie hat gesagt, das spielt keine Rolle, du musst nur entsprechend mehr oder weniger Mehl nehmen. Ich habe dann gesehen, dass sie mehlig kochende genommen hat, deshalb nehmen wir heute mehlig kochende. Mehl, wie viel weiß man nicht, man muss spüren, wie viel die aufsaugen. Wir haben jetzt mal so ein Verhältnis, habe ich dann angenommen. Für Gnocchi braucht es aber unbedingt auch ein Ei. Nur eins, das braucht es. Okay. Damit die Gnocchi den Teig gut bindet. Okay. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch Gewürze? Ja, also für die Gnocchi selber braucht es nur Salz. Ja, da haben wir. Und so braucht es doch ein Esslöffel, muss man schon, genau. Eintun. Es darf eben nicht zu wenig und nicht zu viel sein. Man kann da noch ein bisschen korrigieren mit dem Kochwasser, aber es ist nicht dasselbe. Aha. Wirklich? Ach so, krass. Ja. Und dann brauchen wir noch Utensilien. Ja. Du hast mehrere, also auf jeden Fall eine Schaumkelle. Genau. Und dann, ich habe jetzt eine Passuite. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Man könnte auch eine Presse nehmen oder ist das dann was anderes? Ja, man kann auch eine Presse nehmen. Aber selbst in Neapel brauchen Sie dieses Ding da. Das kennen Sie, das ist ein Mitbringsel der Schweizer Emigranten. Das kannten Sie vorher nicht. Und jetzt ist es auch in Neapel verbreitet. Aha, okay. Passuite ist etwas, glaube ich, schon eher Schweizer. Das kannten... Ach so, andersrum. Andersrum, ja. Ach so, ich dachte... So, die Migranten brauchten das zurück nach Italien. Aha. Ja, da haben Sie es gesehen, in der Schweiz geht eigentlich besser als mit der Presse. Braucht weniger... Ja. Das sind halt so... Das muss ein Schweizer Ingenieur gewesen sein, oder ich weiß nicht. Krass. Kennst du die Geschichte des Passuite? Nee. Aber ich habe immer gedacht, das ist so typisch, weißt du, so wie der Kartoffelschäler. Ja. Der Ach so, typisch, das ist ja auch eine Schweizer Erfindung genau, eigentlich. Ich weiß nicht, ob das eine Schweizer Erfindung jetzt ist, aber das muss ein richtig guter Ingenieur gewesen sein. Ja. Die Ingenieure sind ja eigentlich die Helfer der Menschen. Absolut. Wie fangen wir an? Kartoffeln kochen. Kartoffeln kochen. Okay. Die müssen wir dann ganz heiß verarbeiten. Aha, heißt das, muss man sie vorher schälen oder danach? Danach. Nee, sag Franco! Nein, danach. Okay, und gibt es da einen speziellen, wahrscheinlich chemischen Grund? Also, weißt du, bei mir ist Kochen immer so, also keine Ahnung. Also deine Mutter hat das gemacht, wir machen das auch alles so. Wie Mama, alles wie Mama. Ja. Alles wie Mama. Super. Ich glaube schon, Ich glaube, da wird die Stärke rausgewaschen, ja, wenn man sie vorher... wahrscheinlich ist es das. Das muss der Grund sein, ja. Das muss der Grund sein.
Und als ich dann da daneben stand, als ich das Rezept aufgeschrieben habe, da habe ich immer 1000 Dinge gefragt. Zum Beispiel, muss das Wasser kochen oder soll es nicht kochen? Dann hat Mama immer gesagt, ja, mach jetzt mal. Also wie meine Eltern sind in den 60er Jahren, ja, mein Vater schon in den 50er Jahren aus Süditalien, aus der Nähe von Neapel in die Schweiz emigriert. Ah, sie sind aus demselben Dorf, aber sie sind unabhängig in die Schweiz gekommen und da habe ich natürlich immer gefragt, und wie habt ihr zueinander gefunden? Aber es ist der Klassiker, nämlich mein Vater, der hat auf dem Bau gearbeitet, war Bauarbeiter und der war damals, wie es so hieß, Saisonnier, also Saisonarbeiter, der konnte 9 Monate in der Schweiz bleiben, dann musste er 3 Monate zurück. Ah. Meine Mutter aber kam mit der Uhrenindustrie, die war gleich so, also die kriegte einen Arbeitsvertrag nach Italien geliefert, ist da hingekommen und die muss natürlich das ganze Jahr arbeiten. Und dann hat meine Nonna, die Mutter meiner Mutter, dem Antonio, meinem Vater, gesagt, du bring doch der Olga, das ist meine Mutter, ein Päckchen vorbei, wenn du in der Schweiz bist. Und das hat genügt. Oh, ist das romantisch! So geht das, ja. So oh, ist das romantisch. Ja, ja. So hilft man sich aus. Ja, und was war in dem Päckchen? Das habe ich noch nie gefragt. Was könnte denn da drin sein? Salami. Also wenn ja meine Mutter, ich meine jetzt geht es ja nicht mehr so regelmäßig, sie ist jetzt 85, aber wow. Die nahm ja alles mit. Ja? Okay. Mehl, Brot, alles, was man sich denken kann. Wenn sie da, also, aber weißt du, auch Dinge, wo du sagen musst, das kann ja nicht sein. Also das Mehl kriegt man doch auch hier. Nein. Hast du das Rezept auch schon veröffentlicht? Ja. Von deiner Nonna. Und zwar willst du uns ein bisschen erzählen, wo, in welchem Zusammenhang? Ja, ich habe mal ein Kinderbuch geschrieben. Du hast mehrere geschrieben, ja, ich habe mehrere geschrieben, aber das war das, was das Rezept war. Da spielt eben die Nonna eine Rolle und der Nonno. Der Nonno ist eigentlich schon tot. Ein bisschen ungewöhnliches Kinderbuch. Ich habe schon gedacht, das wird kein Verlag veröffentlichen. Es beginnt nämlich damit, dass das Kind, die Hauptfigur, sie heißt Chiara, sich erinnert, dass der Nonno genau vor einem Jahr gestorben ist. Aber das hilft ihr dann, sie muss nämlich eine Geschichte schreiben, eine Abenteuergeschichte, und der Nonno hilft ihr dann, weil es ist eine Geschichte, die der Nonno der Chiara erzählt hat, und die schreiben sie dann auf, und es ist dann eine Geschichte in die Geschichte. Sie denken sich dann in die Geschichte und in den Zweiten Weltkrieg hinein. Ja. Und die Nonna, die noch lebt, das ist das Lieblingsgericht von Chiara und ihrer Freundin, und das essen sie, wann immer es geht. Ah, super. Und das sind die Gnocchi? Das sind die Gnocchi. Und für diese Gnocchi, dann hat es irgendwann mal geheißen, also das Buch war veröffentlicht und so, dann gab es viele Zuschriften, die Kinder wollten wissen, wenn wir selber Gnocchi machen wollen, wie müssen wir die richtige, weil schon im Buch heißt es die richtigen Gnocchi. Aha. Und dann erst habe ich bei meiner Mutter nachgefragt, ich muss jetzt wissen, Mama, wie macht man die richtigen Gnocchi? Aha, okay. Und jetzt kann man es einfach auf der Website herunterladen. Ah, das ist aber toll. So ist das also wenn euch das Buch interessiert, wir verlinken euch das in den Shownotes. Genau. Möchtest du einen Kaffee? Ja, vielleicht dann. Super. So. Che odore. So. Franco, was ich noch sagen wollte, wegen Anregungen, jetzt im Frühling, wir haben einen wunderschönen Wochenmarkt, also sogar 2-mal pro Woche in Solothurn, immer samstags und mittwochs. Ich möchte das nicht zu laut sagen, weil er ist wirklich toll. Und ich möchte nicht, dass dann nur noch Touristen rumstehen, die dann aus ganz Deutschland, Österreich. Genau. Doch, kommt alle nach Solothurn, ich komme mit. Genau. Und da hat es wirklich tolles Gemüse, und es gibt auch einen ganz guten italienischen Gemüsehändler. Und jetzt im Frühling ist das wirklich eine Inspiration. Man geht dahin und sieht, jetzt sind kriegt man die besten Artischocken. Aber du schreibst nicht nur Kinderbücher, nein, Franco, oder? Nein, ich schreibe auch für Erwachsene. Genau. Welches Genre? Oder wechselst du die Genre? Ja, also meistens sind es schon so Zeitromane. Also jetzt das letzte, das war auch, hat was zu tun mit dem Kinderbuch. Also nicht, dass ich nur über Italien schreibe, aber das war auch ein Roman. Ich wollte schon lange, es war ein Traum von mir. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um endlich einen Roman über Neapel zu schreiben. Die ganze verrannte Euphorie hat mich ein bisschen irgendwie blockiert und gesagt, ja, aber es gibt so tolle Romane und das willst du auch. Und da habe ich gesagt, nein, es muss sein. Und wenn man, aha, okay. Und dann habe ich einen Roman geschrieben über Neapel, aber eigentlich über die Camorra, das organisierte Verbrechen, über einen Jungen, der in eine Familie kommt. Er ist ein schwarzer Junge, so seine Geschichte. Und eigentlich wollte ich, so, um das Ganze ein bisschen noch einzubetten, ich meine Familie ist ja in die Schweiz gekommen, mit der Idee immer, wir gehen gleich zurück. Also, ich habe das jahrzehntelang habe ich
so zugeschaut, wie die gleich zurück wollten, sind nicht zurückgegangen, so wie Tausende, Hunderttausende auch, die in der Schweiz oder irgendwo in der Welt geblieben sind. Die meisten die Italiener, die weggegangen sind, Neapolitaner, sind nicht zurückgekehrt, aber es sind andere gekommen. Aus Afrika, aus der ganzen Welt. Ja, Neapel hat sich wahnsinnig verändert in den 40 Jahren, seit meine Eltern emigriert sind. Ja. Ach krass. Es ist jetzt eine Stadt von Westafrikanern, von Bangladeschi, von Chinesen, ganz viele. So. Ah, ja. Ah, krass, richtig Multikulti. So. Genau, und deshalb wollte ich einen modernen Neapel-Roman schreiben. So. Also die Kartoffeln dampfen jetzt aus. Genau. Und jetzt machen wir so einen Vesuv, so den klassischen. Genau. Ich habe schon das Gefühl, da ist zu wenig Mehl. Also das sind die... Das sind 300. Ja, genau. So. Das ist so ein... Oh, ja, genau, das ist einer. Das vermengt sich dann schon noch, Ja. wenn man es dann verknetet. So. Dann das Ei, können wir auch schon in die Mitte tun. Ach, so machst du das. Ja. Lassen wir das mal schon mal da. Ja, gut. Ist auch nicht schlimm, wenn sie ein bisschen zu weich werden. Nö, Hauptsache, sie sind durch. genau, das sind sie jetzt. So, dann tun wir die eine da rein, genau. Kann man da jede mehlig kochende Kartoffelsorte nehmen? Oder ich habe jetzt, oder muss man bestimmte nehmen? Ja, also eben, das ist, meine Mutter hat immer die genommen, die sie gerade im Haus hatte. Also die hat, weil sie gesagt haben, dann musst du halt je nachdem mit dem Mehl korrigieren. Kommt die berühmte Pesto? Okay, ich bin dabei. Schön schauen, dass ich in der Mitte bleibe. Weißt du, ob es dann auch stimmt, weißt du, mit der Menge von Mehl. Ein bisschen mitfilmen. Das muss ein bisschen zurückhalten. So. Ja. Sieht dann ein bisschen burschikos aus. So, Ja, Franco. jetzt können wir da langsam beginnen. Ja. Das von der Mitte her. Ah, okay, von der Mitte. Ja. Und mit dem Mehl. Nicht Hier Mehl. Wir bräuchten noch eine Kartoffel. Was machen wir dann? Nö, dann verarbeitest du nicht alles Mehl. Deshalb hast du das ja rundherum. Okay. Das musst du spüren, siehst du, okay, brauche ich alles Mehl? Oder, Ja, also, okay, alles klar. Meine Mutter sagt immer, devono prendere la farina. Also die Kartoffeln müssen das Mehl aufnehmen und wenn dann fertig ist, dann musst du auch nicht alles verarbeiten. Dann wischst du einfach weg. Jetzt ist das schon, sieht schon Super. Sieht schon recht gut aus. Der fühlt sich auch... Warte. Musst du mir schicken. Kriegst du. Also es ist jetzt abgekühlt. kühl. Genau. Und jetzt schneiden wir mal ein Stück, um zu sehen, wie es ausschaut. Das ist wie beim Brot, ja. Oh. Jetzt kommt der Part, für den sich alle interessieren. Aha. Wie macht Genau. man das? Ja. Genau so. Also es ist ja nicht so. Ja. Und es ist ja dann nicht maschinengemacht und darf auch unterschiedlich sein. Ja. Und dann schneidet man das so. So. Und jetzt ist dann noch nicht fertig. Zeige ich dann noch, was ganz wichtig ist. Also in der Schweiz nicht, in Deutschland vielleicht auch nicht, in Österreich auch nicht, aber in Neapel kommt dann noch was ganz Wichtiges. So schneidet man. Ja. Und jetzt das Wichtigste ist ja bei Pasta, dass die Soße gut aufgesogen wird. Ja? Genau. Das muss ja dann nicht einfach ein Klößchen sein, das Ja. wo ein bisschen Soße dran ist, sondern man macht ja die Pasta wegen der Soße. Und da musst du hier mit dem Daumen so rein. Ah, nur dann so? Dann muss es so drehen. Aha, das war's. Und dann so sehen dann die richtigen Gnocchi aus. So, die müssen sich dann schon, wenn sie gut sind, dann wölben sie sich und dann sind sie fast ein bisschen wie Orecchiette. Ja. Genau, ja, du bist natürlich talentiert. Faul einfach. So. Und jetzt eben, dann braucht man eine größere Fläche. Ja. Da stehen dann die. Kann man die da einfach da auf der Fläche lassen? Ja. Die sollen ja trocknen. Aha, ja, Die sollen ein stimmt. Deswegen bisschen dürfen sie auch nicht zusammenhocken. Ja, wie aber gesagt, trotzdem das ist, kann man gut mit Kindern machen. Ja, Ja. weil es schmeckt sowieso.
Also weißt du, Genau. da kann man nicht viel falsch machen. Nee. Also ich mache sie wirklich nur Olivenöl, Tomate, ein bisschen Knoblauch. Also Pelati oder? Pelati, ja. Pelati. Also wenn man das Glück hat, dass man ganz frische, reife Tomaten kriegt, aber das kriegt man ja nicht. Also von dem her, ich habe überhaupt keine Hemmungen, Pelati zu brauchen, weil die werden ja dann geerntet, wenn sie richtig reif sind, die Genau. Tomaten. Und, also ist sicher eine Dosen, die ich immer zu Hause habe. Franco, kann man dich irgendwo denn sehen? Also was sind denn deine nächsten Projekte oder Vorhaben? Schöne Lesung am 8. Juni in Basel, eine schöne Matinee. Mit Musik, kann ich sehr empfehlen. Ah, schön. In Basel. Da kannst du mir... 11 Uhr. Ah, wo? In der Bibliothek, jetzt weiß ich nicht mehr genau, in welche Bibliothek in Basel. Die heißen ja alle GGG, das sind so die großen Bibliotheken. Okay. 11 Uhr, 8. Juni, das weiß ich noch. Ah, okay. Das blenden wir euch auch in die Shownotes, Genau, da kann ich schreiben dann wir euch noch, rein. genau. Die Links muss mir Und eine interessante Lesung gibt es noch am 23. Mai. Zwar werde ich da zweisprachig, wird das eine Veranstaltung sein vom Istituto di Cultura Italiana Zurigo, IIC. Und da wird ein Kollege von dir, Leonardo Nigro, der wird die Texte lesen auf Deutsch. Ah, das ist ja toll. Und er wird mit mir zusammen da ein Gespräch führen. Ah, das ist ja 23. Mai, 19 Uhr. super. Also seid dabei. Ja, ich wollte noch sagen, wegen dem Al dente. Al dente. Jetzt kommen wir zu dem... Man merkt ja bei den Gnocchi, was eigentlich Handwerk bedeutet. Also man wird immer besser. Je öfter man es macht, immer besser. Und ich würde jetzt sagen, meine Mutter, die wüsste jetzt schon, wie lange man die jetzt noch liegen lassen muss, damit sie so schmecken, wie sie will. Also ist auch schon vorgekommen, dass wir dann um 12 da waren, wir mussten Mittagessen, 12, bei meinen Eltern, dann hieß es, nee, heute gibt es erst um 12:30 oder 1:45, weil die Gnocchi sind noch nicht trocken. Weil je nach Kartoffeln, dann dauert es ein bisschen länger. Also die spürt jetzt schon, wie lange die kochen müssen. Genau, also ihr könnt selber Die sind sozusagen durch die Trocknungszeit steuern, wie al dente ihr Genau. die Gnocchi haben wollt. Genau. Und das war mir nie klar. Ja, genau. Das steht auch eigentlich in keinen Rezepten. Und das ist der geilste Trick eigentlich, muss ich leider sagen. Genau. Den habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja. Also, danke Franco. Yes. Den gibt es jetzt bei Vivi Kocht exklusiv. Wie geil genau. ist das? Ja, Handgelenk mal Pi, da würde ich sagen so 3 Löffel ganz sicher. Ah, krass, ja. 3. Was braucht es schon? Und jetzt, wie kommen die Dinger alle da rein? Schmeißen wir alle rein. Ja. Das Wasser muss aber gut kochen. Ja. Das ist auch. Kocht doch. Ja. Schmeißen wir die einfach rein. Von welcher Seite hier die? Ja. Und das sind alle oben. Ja. Oh, sehen die gut aus. So. Wow. So, wunderbar. Schau mal, wie das ausschaut. Wunderbar. Können wir da ein bisschen, damit sie so, damit sie nicht kleben, aber ich glaube, die würden so nicht kleben. Also ich würde sagen, und siehst du schon, die sind nicht so weich, dass sie zerfallen. Sind perfekt. So müssen die eben ein bisschen. Auch wenn man lieber so dicker hat, dann kann man so, und dann kann man natürlich tollen Basilikum, wenn du da hast. Genau. Aber es ist jetzt nicht um zu schmeicheln, aber die haben wirklich gute Weine. Schwander, Selektion Schwander. Also. Wir hatten Gäste Montag, genau, da muss auch mit Ossobuco und so. Da habe ich einen ganz teuren Wein aufgetan und dann noch einen von Schwander, einen Südfranzosen, Baron Louis? Baron Louis. Ja, von Château de Montfaucon. Genau. Ja. Der andere war 4-mal teurer. Flach. Unglaublich. Ja, unglaublich. So, meine Lieben. Jetzt aber. Also. Und, Franco? Gut. Ja, wirklich gut, gut im Geschmack. Jetzt kann man noch ein bisschen mehr Käse oder weniger Käse. Perfekt. Soße ist wunderbar.
So muss schmecken. Ein Primo, wie sie nur in Napoli gibt. Oder bei Vico. Oder bei Franco. Franco, vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Warst du da und hast uns dieses tolle Rezept verraten. Ja. Wirklich ganz einfach. Ja. Unbedingt nachkochen. Tschüss! Und zum Wohl, Franco. Zum Wohl, ja, vielen Dank. Dankeschön. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Oh, super! Ich hoffe, du kommst nochmal vorbei Ja, ja. und verrätst mir den Pizzateig. Oh ja, genau. Das ist auch Oh, schlecht. fein. Sehr fein. Wenn wir die nicht schaffen, musst du den Rest nach Hause. Ah, Ja, bitte. ja, ja. Weil hier trinkt keiner außer wie manchmal ein Gläschen. Mmh, Ja. super. Jetzt, wenn die ein bisschen trocken ist, dann werden da immer noch ein bisschen gummiger und so, wie du willst. Also so finde ich sie schon mal Perfekt. nicht